Hallo und willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Vertiefung. Schön, dass du dabei bist. Hallo auch von meiner Seite. Wir schauen uns heute mal die Zeitmanagement-Strategien von Bill Gates genauer an, basierend auf den Unterlagen, die du uns geschickt hast. Genau, eine spannende Figur, über dessen Produktivität ja viel gesprochen wird. Absolut. Und wir wollen für dich herausfinden, ja, was steckt denn nun wirklich dahinter? Was sagen die Quellen? Und vor allem, kannst du vielleicht die eine oder andere Methode für dich nutzen? Das ist das Ziel. Mal sehen, was wir da so rausziehen können. Packen wir es an. Ein Punkt, der in deinen Quellen immer wieder auftaucht, ist ja diese, fast radikale Priorisierung bei Gates. Er scheint sich extrem auf Aufgaben zu fokussieren, die wichtig sind, aber vielleicht nicht sofort brennend, also nicht unbedingt dringend. Langfristige Planung, strategische Dinge. Ja, das ist dieses berühmte zweite Quadrant der Eisenhower-Matrix, nicht wahr? Wichtig, aber nicht dringend. Genau, die wird auch erwähnt in den Unterlagen. Und da fallen einem natürlich sofort seine Think Weeks ein. Die legendären Think Weeks, ja, wochenlange Auszeiten, nur zum Lesen, zum Nachdenken. Total abgeschottet, so wird's beschrieben. Es geht also offenbar stark darum, sich ganz bewusst Raum zu schaffen. Zeit für die wirklich großen Linien. Das ist ein wirklich faszinierender Aspekt. Denn genau diese Aufgaben, die wichtigen, aber nicht dringenden, die haben oft den allergrößten Hebel für den langfristigen Erfolg. Aber im Alltag gehen die schnell unter, oder? Man wird ja von den dringenden Sachen aufgefressen. Genau das ist die Gefahr. Die dringenden Sachen schreien am lautesten. Und diese Think Weeks, wie sie die Quellen beschreiben, das ist ja quasi ein Paradebeispiel für das, was man heute oft Deep Work nennt. Tiefes Arbeiten, meinst du? Richtig. Phasen, in denen man wirklich ungestört ist, sich voll konzentrieren kann. Das ist ja die Brutstätte für echte Innovationen, für neue Ideen. Es ist also weniger das Abarbeiten von To-Do-Listen im klassischen Sinne. Viel mehr. Es ist eine bewusste Investition. Eine Investition in die Zukunft, in Klarheit, in die strategische Ausrichtung. Nicht nur das tägliche Klein-Klein. Und diese Fokussierung, die spiegelt sich dann ja wohl auch in seiner Tagesstruktur wider. Also deine Quellen beschreiben das ja teilweise krass detailliert. Ja, da ist von einem auf 5 Minuten genau durchgeplanten Tag die Rede. 5 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. Das Prinzip dahinter, das nennt man ja Time Blocking, richtig? Genau, Time Blocking. Feste Zeitfenster für wirklich alles. Nicht nur für Meetings, sondern eben auch für konzentriertes Arbeiten, für Lesen, sogar für Sport und Familie wird berichtet. Puh, das klingt erstmal, schon einschüchternd, fast ein bisschen unmenschlich, oder? Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht so. Aber die Idee dahinter ist ja nachvollziehbar. Es geht darum, das notorisch ineffiziente Multitasking zu unterbinden. Weil man eben nur eine Sache in diesem Block macht. Exakt. Die Quellen legen nahe, dass diese Struktur sehr, sehr bewusst eingesetzt wurde, um den Fokus regelrecht zu erzwingen. Gab es denn Hinweise, wie starr er das wirklich durchgezogen hat? Also jede 5-Minuten-Einheit. Ob jetzt wirklich jede einzelne 5-Minuten-Einheit immer auf die Sekunde genau eingehalten wurde, das geben die Quellen nicht her. Und ist vielleicht auch gar nicht der entscheidende Punkt. Sondern eher das Prinzip? Eher das Prinzip dahinter, ja. Es verhindert eben, dass man sich verzettelt, dass man ständig zwischen Aufgaben hin und her springt. Das kennen wir ja alle. Oh ja. Und die Forschung sagt ja auch, dass das Gift für die Produktivität ist. Absolut. Aktuelle Studien bestätigen das ja immer wieder. Multitasking kann die Produktivität um bis zu 40% senken, heißt es oft. Das ist enorm. Wahnsinn. Und durch diese festen Blöcke, und das betonen die Quellen auch, das schließt explizit Pausen und Erholung mit ein, schützt man eben seine Konzentrationsfähigkeit. Pausen sind also auch eingeplant, nicht nur Arbeit. Unbedingt. Das wird als integraler Bestandteil gesehen, um eben langfristig leistungsfähig zu bleiben. Es geht um eine sehr bewusste Zuteilung der eigenen, begrenzten Zeitressourcen. Und Disziplin braucht man dann vermutlich auch. Sich an die Blöcke halten, Ablenkungen widerstehen. Genau. Die Disziplin, Ablenkungen aktiv fernzuhalten, ist entscheidend. Das ist wohl die größte Herausforderung bei diesem Ansatz. Okay, also Fokus durch Priorisierung und Struktur. Um diesen Fokus dann aber auch halten zu können und trotzdem den Überblick zu behalten, nutzte Gates laut deinen Unterlagen natürlich auch Technologie. Ja, das ist der nächste Punkt. Technologie als Werkzeug. Da ist von Dashboards die Rede, von Berichten, also Systeme, die ihm halfen, informiert zu bleiben, ohne sich in jedem Detail zu verlieren. Richtig, Informationsmanagement ist da das Stichwort. Wie bekomme ich die relevanten Daten, ohne davon erschlagen zu werden? Aber fast noch wichtiger, so scheint es mir aus den Quellen, war ein anderer Punkt. Delegation.
Konsequente Delegation. Absolut, das wird immer wieder hervorgehoben. Die Quellen betonen, wie entscheidend es für ihn war, Leute zu finden und einzustellen, die in bestimmten Bereichen einfach besser waren als er selbst. Und ihnen dann auch wirklich die Verantwortung zu übertragen, nicht nur Aufgaben abgeben, sondern Verantwortung. Das ist ja oft der schwierige Teil, oder? Loslassen können. Das ist ein Kernpunkt, ja. Gerade wenn es darum geht, die eigene Wirkung zu skalieren, also zu vervielfachen. Technologie kann Prozesse optimieren, Informationen bündeln, keine Frage. Aber sie ersetzt nicht die Menschen. Nein. Und effektive Delegation, die multipliziert die Zeit, die dir dann für die wirklich strategischen, die wichtigen Aufgaben zur Verfügung steht. Die Dinge, die nur du tun kannst. Das setzt aber Vertrauen voraus. Und eben die Bereitschaft, Kontrolle abzugeben. Genau das. Vertrauen aufbauen und Kontrolle abgeben, um sich, wie es die Quellen ja beschreiben, eben auf die übergeordnete Vision konzentrieren zu können. Das ist eine gute Überleitung zu einer Reflexionsfrage für dich als Hörer. Welche deiner Aufgaben könntest du vielleicht abgeben? An wen? Oder was ließe sich sogar automatisieren? Ja, um einfach mehr Freiraum zu schaffen. Mehr Freiraum für das, was wirklich zählt, was deine Kernprioritäten sind. Ein weiterer Aspekt, der in den Dokumenten, die du uns geschickt hast, stark betont wird, ist sein lebenslanges, fast unermüdliches Lernen. Das Lesepensum ist ja legendär. Extrem viel liest er angeblich. Bücher, Studien, Berichte. Es wird beschrieben, dass er Wissen quasi wie ein Zinseszinsinvestment betrachtet. Je mehr man hat, desto schneller wächst es. Eine interessante Metapher. Und das passt ja auch. Wissen baut aufeinander auf. Und parallel dazu scheint er sehr regelmäßig über Ziele, Fortschritte, aber auch Fehler zu reflektieren. Die Jahresbriefe seiner Stiftung werden da als Beispiel genannt. Das ist wichtig. Dieses Zusammenspiel von kontinuierlichem Lernen auf der einen Seite und regelmäßiger Reflexion auf der anderen, das ist, glaube ich, entscheidend. Warum? Naja, wer gut informiert ist, wer viel weiß, der trifft tendenziell bessere Entscheidungen. Und bessere Entscheidungen sparen Zeit, weil man weniger Kurskorrekturen braucht, weniger Fehler ausbügeln muss. Macht Sinn. Und die Reflexion, also das bewusste Nachdenken über das, was war und was kommt, die stellt sicher, dass die investierte Zeit und Energie auch wirklich auf die richtigen Ziele einzahlen. Dass man nicht in die falsche Richtung rennt, nur eben sehr effizient. Man könnte also sagen, Lernen liefert die Munition, Reflexion zielt das Gewehr. So könnte man es zuspitzen, ja? Es könnte sich also für dich lohnen, mal darüber nachzudenken, ganz bewusst feste Zeiten für beides einzuplanen. Fürs Lernen und fürs Nachdenken. Im Kalender blocken, so wie es Gates offenbar getan hat. Okay, Lernen und Reflektieren als feste Blöcke. Und bei all dieser Struktur, dieser Effizienz, dieser Planung, kommt in den Quellen aber noch ein weiterer, vielleicht überraschender Punkt durch, die Balance. Ja, das ist kein Widerspruch, sondern die Voraussetzung. Genug Schlaf, Sport, Zeit für die Familie, das wird explizit als notwendig für die langfristige Leistungsfähigkeit dargestellt. Nicht als Luxus, sondern als Basis. Absolut. Diese Balance ist eben keine nette Nebensache, kein nice to have, sondern das Fundament für nachhaltige Produktivität und auch für Kreativität. Wer ausgebrannt ist, leistet nichts mehr. Eben. Ausgebranntheit hilft niemandem weiter, weder dir selbst noch deinem Umfeld oder deiner Arbeit. Und zur Balance gehört dann wohl auch die Fähigkeit, die in den Quellen erwähnt wird, konsequent Nein zu sagen. Oh ja, das ist vielleicht eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt im Zeitmanagement. Nein zu Anfragen, zu Bitten, zu Projekten, die nicht zu den eigenen Prioritäten passen. Die Quellen formulieren das ja sinngemäß so, jedes Ja zu etwas Unwichtigem ist automatisch ein Nein zu etwas Wichtigem. Genau das ist der Punkt. Das Nein-Sagen ist letztlich der Schutzmechanismus für deine Prioritäten, der Wächter deiner Zeit. Es verteidigt die Zeitblöcke, die man sich für das Wesentliche reserviert hat. Richtig. Man muss sich immer wieder diese Opportunitätskosten bewusst machen. Wenn ich hierzu Ja sage, wozu sage ich dann automatisch Nein? Wofür entscheide ich mich bewusst, meine Zeit eben nicht zu verwenden, um Raum für das wirklich Wichtige zu schaffen? Das erfordert Mut und Klarheit über die eigenen Ziele. Unbedingt. Ohne Klarheit über die eigenen Ziele fällt das Nein-Sagen natürlich schwer. Okay, lass uns mal versuchen, das Wichtigste aus deinen Quellen zusammenzufassen. Was nehmen wir mit? Also, ganz oben steht wohl radikal priorisieren. Sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren, nicht nur auf das Dringende. Dann Den Tag klar strukturieren, zum Beispiel mit Time-Blocking, um Fokus zu schaffen und Multitasking zu vermeiden. genau.
Drittens. Clever delegieren. Aufgaben und Verantwortung abgeben, um sich auf Kernaufgaben zu konzentrieren. Und dabei Technologie unterstützend nutzen für Information und Effizienz. Und 5. Die Balance wahren. Schlaf, Erholung, Privatleben sind keine optionalen Add-ons, sondern die Basis. Und dazu gehört auch, Nein sagen zu lernen. Es wirkt in der Summe schon wie ein ziemlich durchdachtes, umfassendes System. Das ist es auch. Aber das Bemerkenswerte ist ja, die zugrunde liegenden Prinzipien, die sind eigentlich universell. Die sind übertragbar. Es geht also nicht darum, Bill Gates 1:1 zu kopieren? Nein, auf keinen Fall. Das wäre auch vermessen und wahrscheinlich gar nicht möglich oder sinnvoll. Es geht darum, Anregungen zu finden, Inspiration für bewusstere Entscheidungen über die eigene Zeit. Und auch kleine Änderungen können schon was bringen. Definitiv. Schon kleine, aber konsequente Anpassungen in die richtige Richtung können über die Zeit eine erhebliche, eine kumulative Wirkung entfalten. Das ist wie beim Zinseszins, um die Metapher von vorhin nochmal aufzugreifen. Vielleicht als abschließender Gedanke für dich, so als Essenz aus dieser Auseinandersetzung mit den Quellen, statt dich immer nur zu fragen, wie du deine Zeit managen kannst, welche Tools, welche Techniken, frag dich doch zuerst einmal ganz grundsätzlich, wofür? Wofür will ich meine Zeit eigentlich einsetzen? Was ist mir wirklich wichtig? Genau. Was ist dein Wofür? Und wenn du das Klare hast, dann überleg dir, welche eine kleine Änderung, vielleicht angeregt durch das, was wir heute besprochen haben, könntest du noch heute oder vielleicht morgen umsetzen, um diesem Wofür einen winzigen Schritt näher zu kommen. Ein guter Impuls zum Abschluss. Manchmal sind es die kleinen Schritte, die den Unterschied machen. Damit sind wir dann auch am Ende unserer heutigen Betrachtung deiner Unterlagen zu Bill Gates Zeitmanagement. Wir hoffen, diese Einblicke waren nützlich und vielleicht auch ein bisschen inspirierend für dich. Hoffentlich war etwas dabei, das du für dich mitnehmen kannst.